Das Sonnenlicht schien auf sein weiß-silbernes Fell, und seine Nase sog die nach feuchtem Laub riechende Morgenluft tief ein. Racker lag nicht weit entfernt vom großen Wolfsfelsen auf einer Lichtung und ließ es sich gut gehen. In der Nacht gab es einen kurzen Regenschauer, weshalb so früh am Morgen noch alles feucht war, aber die Sonne gab schon ihr Bestes, wieder alles zu trocknen. Ein letztes Mal sog er tief die klare, frische Luft ein, um dann zurück zum Gemeinschaftsplatz zu gehen. Doch plötzlich riss er die Augen auf. Unter dem Duft des nassen Waldes hatte sich ein ihm fremder, unbekannter Geruch gemischt. Er roch weiblich, süß und doch nach Panik und Angst. Aufrecht hielt er die Nase abermals in den Wind, um den Herkunftsort zu identifizieren. Aus der Nähe des Flusses. Natürlich musste der Herkunft auf den Grund gegangen werden, weshalb Racker losspurtete. Immer dem Geruch nach. Als er näher kam, bremste er ab. Zwischen Gestrüpp hindurchkriechend bewegte er sich nun so gut wie lautlos vorwärts. Auf der anderen Seite lugte er zwischen den Blättern hindurch und erspähte einen weiblichen Wolf. Er stutzte, denn sie sah nicht aus wie ein typischer Wolf. Kleinere Ohren, kleinere, schmächtigere Statur und auch die Nase sah komisch aus, mit der kleinen Narbe an der Vorderseite. Sie hatte lila Fell auf dem Kopf und Rücken bis hinunter zum Schwanz. Ihr Gesicht und die Brust waren mit weißem Fell bedeckt, und sie hatte diese zwei wunderschönen braunen Augen. Sie stand vor dem Abhang, der direkt oberhalb des Flusses lag, lief nervös hin und her und schaute sich immer wieder verzweifelt um. »Was mache ich nur? Verdammt, was mache ich nur?« sagte sie immer wieder zu sich selbst. Racker steckte den Kopf aus dem Gestrüpp. »Hallo, kann ich dir irgendwie behilflich sein?« Panisch drehte die Fremde sich um und fletschte die Zähne, doch Racker lachte nur. »Tut mir leid, mit deiner süßen Stupsnase kann ich dich nicht so recht ernst nehmen«, grinste er und trat ganz aus dem Blätterwerk. »Komm mir nicht zu nahe, ich kann mich wehren«, knurrte die Fremde. Racker setzte sich hin, atmete tief durch und meinte, »Okay, erst einmal, hallo, ich heiße Racker. Ich bin eher der liebe, friedvolle Typ. Soll heißen, wenn du mir nichts tust, werde ich auch dir nichts tun. Zum anderen, dieser kleine Teil des Waldes ist mein Revier. Zumindest passe ich hier auf alles auf. Deswegen muss ich fragen, wer du bist und warum du hier so panisch hin und her läufst und Selbstgespräche führst.« Die Fremde entspannte sich merklich. »Also gut, ich heiße Chiara. Zumindest hat mein Besitzer mir diesen Namen gegeben. Ich bin abgehauen und auf der Flucht dann auch noch diesen widerlichen Typen in die Arme gelaufen, die mich hier hingetrieben haben. Jetzt sind sie wahrscheinlich jeden Augenblick hier und ich habe nur den Weg nach unten, kann aber nicht schwimmen, weshalb ich nicht weiß, was ich als nächstes tun soll.« »Widerliche Typen? Du meinst nicht etwa schwarze Wölfe, oder?« Sie nickte. »Diese Mistkerle haben ja eigentlich nichts zu suchen. Damit verstoßen sie gegen unser Abkommen. Wie viele sind es?« »5, ihr Anführer und 4 seiner Speichellecker.« »Black, du verdammter Mistkerl. Gegen so viel auf einmal kommen wir im Moment nicht an.« Da drangen von hinten Rufe an ihre Ohren. »Wir kommen näher, Boss, aber sie scheint nicht allein zu sein.« Racker musste schnell handeln. Er sprang auf, packte und umklammerte Chiara und hechtete den Abhang hinunter. Unsanft rollten die beiden den Hügel hinab und tauchten durch die Wasseroberfläche in den Fluss. Panisch um sich schlagend tauchte Chiara wieder an die Oberfläche. Racker direkt hinter ihr. »Was tust du? Ich kann doch nicht schwimmen«, brüllte sie. Racker umklammerte sie und drückte ihr die Pfote auf den Mund. »Psst, ich hab dich doch. Es gab keinen anderen Weg und im Fluss können sie unsere Witterung nicht aufnehmen. Wir tauchen jetzt ab. Tief Luft holen, okay?« Er nahm die Pfote weg und sie atmete tief ein. Am oberen Ende des Hügels kamen 5 dunkle Gestalten an. »Mist, sie sind den Abhang runter. Wir folgen dem Fluss. Irgendwann werden sie schon wieder auftauchen«, sagte der größte von ihnen, und alle 5 verschwanden wieder. Unten im Fluss allerdings tauchte ein sich an einen Stein klammernder Racker mit Chiara im Arm langsam wieder auf und holte tief Luft. »Danke, du hast mich gerettet.« »Hoffen wir's, aber ich glaube, die werden wiederkommen. Jetzt aber erstmal raus aus dem Wasser. Ich bring dich zum Gemeinschaftsplatz am Wolfsfelsen. Die anderen vermissen mich wahrscheinlich schon.«